Welche Pille ist sicher für dich? Viele meiner Patientinnen sagen, ich brauche eine Pille trotz Risiko. Und das ist ein legitimer Wunsch. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Alex, dein Frauenarzt, und heute schauen wir uns, welche Pille für dich sicher ist. Die Gestagene sind ein wichtiger Bestandteil vieler Verhütungspille und spielen auch in reinen Gestagenpräparate eine Schlüsselrolle. Es gibt eine ganze Reihe von ihnen und sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer primären Wirkung der Verhütung, sondern auch ihren zusätzlichen Effekt auf den Körper. Ethinylestradiol zu meiden beim erhöhten Risiko ist bereits klar. Doch welche von diesen Gestagenen bieten die besseren Alternativen für dich? Alle Gestagene haben sogenannte antiöstrogene Effekte. Das heißt, sie wirken bestimmten Auswirkungen des Hormons Östrogen gezielt entgegen. Östrogene kann bei manchen Frauen zu Brustpannen, Wassereinlagerungen oder Kopfschmerzen führen. Gestagene können genau diese Beschwerden lindern und zusätzlich das Wachstum von Endometriosenherden hemmen. Heute vergleichen wir zwei der drei häufigsten Gestagene in modernen Minipillen: Levonorgestrel und Desogestrel. Ältere Gestagenpillen wie Levonorgestrel unterdrücken den Eisprung nicht immer zuverlässig. Ihre empfängnisverhütende Wirkung beruht stattdessen hauptsächlich auf zwei anderen Mechanismen: der Verdickung des Zervixschleims, der das Eindringen in die Gebärmutter erschwert, und der Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, wodurch sich eine Eizelle nur schwer einnisten kann. Trotz eingeschränkter Ovulationshemmung bieten sie bei korrekter Anwendung eine gute Verhütungssicherheit und zeichnen sich durch eine geringe androgene Wirkung sowie ein sehr niedriges Thromboserisiko aus. Die moderne Option Desogestrel 75 Mikrogramm täglich, um genauer zu sein. Biochemisch gesehen ist das ein ziemlich schmaler Stoff, ein modernes Gestagen mit einem ausgewogenen Profil. Das Gute daran, es ist sogar für stillende Mamas oder Frauen, die Östrogen nicht so gut vertragen. Ihr kennt Desogestrel wahrscheinlich aus bekannten Verhütungsmitteln wie Kombinationspillen, der reinen Gestagenpille, dem Implantat unter der Haut oder dem Ring. Aber Desogestrel hat einen kleinen Trick auf Lager. Es ist ein sogenanntes Prodrug. Was bedeutet das genau? Desogestrel ist wie ein Agent im Undercover-Einsatz. Erst in eurem Körper verwandelt es sich in seine aktive Form. Und dieser Agent hat einen Namen: Etonogestrel. Und dieser Etonogestrel hat ein paar ziemlich beeindruckende Fähigkeiten. Etonogestrel bindet besonders gezielt und stark an den Progesteronrezeptor, deutlich selektiver als Levonorgestrel. Diese hohe Rezeptoraffinität sorgt bereits in niedriger Dosierung für eine äußerst zuverlässige Hemmung des Eisprungs. Und genau das ist die Grundlage jeder modernen hormonellen Verhütung: ein sicherer, unterdrückter Eisprung. Zuverlässig, kontrolliert und effektiv. Etonogestrel überzeugt auch durch seine sehr geringe Androgenwirkung. Dadurch sind typische Nebenwirkungen wie Hautunreinheiten oder vermehrter Haarwuchs im Vergleich zu Levonorgestrel deutlich seltener. Gerade bei langfristiger Anwendung ist das ein klarer Vorteil in puncto Verträglichkeit und Lebensqualität. Und jetzt kommt noch ein interessanter Fakt: Desogestrel hat eine winzige glucocorticoide Aktivität. Klingt erstmal nach Alarmstufe Rot, ist es aber nicht. In der normalen Verhütungsdosis ist das klinisch völlig irrelevant. Es bedeutet nur, dass es in extrem hohen Dosen Minimalstoffwechsel, Stimmung oder Immunsystem beeinflussen könnte, aber das ist im Alltag kein Thema. Unterm Strich ist Desogestrel ein echter Top-Performer, hochwirksam, gut verträglich und wird nicht ohne Grund auf dem Levonorgestrel vorgezogen. Der kleine Haken an der Sache: gerade in den ersten Monaten der Anwendung kann es häufiger zu Zwischenblutungen kommen. Aber das ist nur temporär und wird sich mit der Zeit einpendeln. Auch wenn bestimmte Risiken bestehen, hormonelle Verhütung bleiben möglich. Reine Gestagenpillen wie Desogestrel bieten dir eine moderne, sichere Alternative, besonders wenn klassische Kombinationspräparate nicht in Frage kommen. Wenn du starten willst, beginne idealerweise am ersten Tag deiner Regel. Dann schüss die Pille sofort. Beginnst du später, achte bitte darauf, in den ersten 7 Tagen zusätzlich zu verhüten. Im nächsten Video schauen wir uns das Drospirenol genauer an. Ein Gestagen mit spannenden Zusatzwirkungen, das in der modernen Verhütung eine immer größere Rolle spielt. Dein Körper, deine Entscheidung.